Ein kühles Blondes, gerade im Sommer, ein herrlich erfrischender Genuss. Doch bei diesem Bier von Hans-Joachim Klose aus Geisenheim ist einiges anders als bei anderen Bieren. Das fängt bei der Flasche an und hört mit der Hefe auf. Wenn man als Winzer Bier macht, dann überlegt man sich halt, was kann man anders tun, was kann man aus dem Wein mitnehmen in das Bier. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen eine Weinflasche und wir nehmen für das Bier eben auch eine Hefe, die wir auch im Weinbereich benutzen. Das macht es eben gerade anders, das macht es eben weiniger, das macht es etwas fruchtiger. Also ist es deutlich anders als ein normales Bier. Zusammen mit seiner Frau Petra gründet Hans-Joachim Klose das Weingut Werk 2. Denn wie fast jeder im Rheingau hat auch seine Familie einen eigenen Weinberg. Die Begeisterung für Craft-Bier, also handwerklich hergestelltes Bier, nimmt der IT-Spezialist von einer USA-Reise mit nach Hause. Bis sein eigenes Bier entsteht, dauert es aber noch eine Weile. Ein Student der Geisenheimer Universität ist die entscheidende Unterstützung. Er hat erst in Weinstefan studiert. Und das ist natürlich sozusagen die Hochburg des Bierbrauens und hat dann hier weiter Getränketechnologie studiert. Und damit hatten wir natürlich Expertise, die wir sofort genommen haben. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Wir haben dann mit ihm zusammen überlegt, was kann man machen. Ich möchte gerne, dass wir auf jeden Fall einen Bezug zum Wein haben. Und haben dann gesagt, okay, wir nehmen eine Hefe zur Vergärung und haben gesagt, natürlich Rheingau, Riesling-Hefe. Und so wird aus dem Winzer auch noch ein Bierbrauer. In Anlehnung an das Reinheitsgebot verwendet Klose Hopfen, Malz und eben Hefe. Seine naturtrübe Variante bekommt ihren Kick durch die Riesling-Hefe. Aromen von Orange und die typische Riesling-Note finden sich in diesem Bier. Im Sortiment von Hans-Joachim Klose gibt es insgesamt 3 verschiedene Sorten, darunter auch ein normales Bier. Weil wir ja wissen wollten, was macht denn die Riesling-Hefe, sind wir noch einen Schritt weiter gegangen, haben gesagt, okay, wir machen ein Bier. Die Hälfte machen wir mit einem klassischen Bierhefe und die andere Hälfte mit der Riesling-Hefe. Und der Unterschied war phänomenal. Die Leute haben sofort verstanden, das ist was völlig anderes und waren total begeistert, weil es ist ein Craft-Bier, aber es ist eher zugänglicher. Kaum ein halbes Jahr nach seinem Braustart findet sich Hans-Joachim Klose auf den größten Craft-Bier-Messen in Deutschland wieder. Hier zeigen kleine, kreative Brauereien ihre handwerkliche Bierkunst. Und es zeigt sich, dass er sich mit seinem kleinen, aber feinen Angebot nicht verstecken muss. Ich war am Anfang so ein bisschen so als ganz Kleiner da, aber es war total spannend. Es war sehr interessant, der Austausch mit den anderen Brauereien. Am Schluss waren die ganzen Braumeister bei uns am Stand, waren total begeistert. Summa summarum, tolle Veranstaltung. Am Montag komme ich zurück und siehe da, im Shop kommt eine Bestellung rein von Weinstefan. Die haben bei uns von jeder Sorte was bestellt, um zu probieren. Das war schon irgendwie, hat Spaß gemacht und hat mich gefreut, dass die das so wertschätzen, was wir da machen. Unterstützung bekommt die Rheingauer Manufaktur von Biersommelier Thilo Hanke vom Darmstädter Braustübel. Auf Veranstaltungen gerne auch kulinarisch. Wie beschreibt denn der Profi den Geschmack vom Bier mit Weinhefe? In erster Linie mal wirklich erfrischend, ja, wie ein anständiges Bier auch schmecken muss. Hat eine leichte Herbe im Anklang, ist ein bisschen pfeffrig, dann ist es spritzig, dann hat es diese Fruchtnoten, ein bisschen Passionsfrucht, ein bisschen Holunder, ein bisschen Orange kommt da über die Nase. Also das ist eine wunderschöne Kombination von Bittere und Frucht, also wirklich was für den Sommer erfrischend, was ganz Tolles. Damit Bier und Essen zusammenpassen, orientiert sich der Profi an den Geschmacksnoten des Getränks. Pfifferlinge unterstützen das Bittere. Dazu gibt es eine ummantelte Schweinelende. Richtig umschmeichelt werden die Nuancen des Craft-Biers mit der passenden Soße. Hier hat Thilo Hanke Schokolade und Balsamessig aus Bockbier eingearbeitet. Für den perfekten Genuss ist aber noch die richtige Trinktemperatur entscheidend. Es hängt ein bisschen vom Bier ab, ob es jetzt ober- oder untergärig ist, welcher Bierstil es ist. Bei dem Bier würde ich jetzt so 7, 8 Grad, würde ich sagen. Das ist so die richtige Temperatur. Zu kalt ist nicht schön, weil dabei gehen die ganzen Geschmacksnuancen flöten. Zu warm ist dann aber auch wieder nicht angenehm. Bei der Sorte Euphoria kommt statt Riesling eine Hefe vom Sauvignon Blanc zum Einsatz. Mit fruchtigem Duft, etwas Banane und Zitrone. Im Onlineshop gibt es die Flasche ab 9,50 €. Monkey X und Co. aus Geisenheim gibt es typisch für den Rheingau in 0,75 Liter Sektflaschen. Und auch die Namen haben eine Bedeutung. Ich bin ja in der IT unterwegs. Die Namen sind also aus der IT. Smalltalk, der Wein zum Beispiel. Und das Monkey X zum Beispiel, das ist eine Programmiersprache für Spiele. Und am Anfang war das Bier ja so ein bisschen Spielerei, sage ich mal. Mittlerweile ist ein festes Standbein geworden. Und deswegen auch hier der Name Monkey X.
Hier im Werk 2 lautet das Motto eben nicht Bier auf Wein, das lass sein, sondern Wein oder Bier, wie es dir schmeckt, das rat ich dir.